Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euch am besten in Brüssel fortbewegen könnt. Und ja, los geht's. Wenn ihr nach Brüssel fahrt, werdet ihr an einem dieser beiden Punkte ankommen. Entweder am Gare du Midi, also Brüssel Midi, oder am Flughafen Brüssel-Zaventem. Vom Flughafen aus ist es in die Stadt ein bisschen teurer, aber dazu später. In Brüssel gibt es zwei verschiedene Unternehmen, nämlich einmal The Line, welche Bus betreiben, und STIB, welche Bus, Metro und Tram betreiben. Die Tickets der jeweiligen Unternehmen werden nicht untereinander akzeptiert, mit Ausnahme, es gibt ein besonderes Ticket, das heißt Brupass, dazu aber auch gleich. Wir werden uns aber hier ausschließlich mit STIB beschäftigen, da diese eher am wichtigsten sind und die The-Line-Buslinien eher außerhalb fahren, also nach draußen. Wir kommen dann auch jetzt schon zu den Ticketpreisen. Eine Einzelfahrt bei der STIB kostet 2,80 € und mit dem Brupass kostet eine Einzelfahrt 2,70 €. Die Tageskarte kostet 8,90 € und eine Brupass-Tageskarte kostet 9,50 €. Vom Flughafen in die Stadt kostet es 8,40 €, allerdings 7,90 €, wenn man das Ticket online kauft oder kontaktlos zahlt. Und genau dazu kommen wir jetzt. Was in Brüssel ein ziemlich schlauer Hack ist, ist einfach mit seiner Bankkarte zu bezahlen. Das ist deutlich günstiger. Dann kostet nämlich eine Einzelfahrt nur noch 2,30 € und eine Tageskarte 8,40 €. Ihr müsst aber beachten, ihr müsst mit demselben Bankkonto ein und auschecken. Das heißt, wenn ihr ein Bankkonto habt und 2 verschiedene Karten aus irgendeinem Grund, ihr könnt dann leider nur eine Karte benutzen. Wie fährt man denn ÖPNV in Brüssel? Bei Bus und Tram müsst ihr beim Einsteigen halt eure Karte halt vorne an so 'n Lesegerät ranhalten, das macht dann kurz Piep und theoretisch beim Aussteigen auch. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Jedenfalls habe ich da keine wirklichen Konsequenzen gespürt. Allerdings glaube ich, dass beim Umsteigen das recht zu empfehlen ist, da ihr innerhalb von 60 Minuten nach dem Tappen gratis weiterfahren könnt. Bei der Metro gibt es so Faregates, halt so Tore, wo ihr erst mal durch müsst. Die müsst ihr beim Betreten und Verlassen der Station mit eurer Karte aufmachen, halt wieder an so 'n La Lesegerät halten. Eine Besonderheit ist mir bei der Station Park aufgefallen, also in der Nähe vom Palast. Die hat aus irgendeinem Grund diese Tore nicht. Deswegen, wenn ihr wisst, wie man das dann da löst, weil wenn man ja nicht reingetappt hat, dann fährt man theoretisch schwarz. Deswegen, wenn ihr wisst, wie man das da macht, sagt dann doch bitte gerne Bescheid. Auch da wir außerhalb von Deutschland sind, eine ganz besondere Besonderheit. Bei Bus und Tram oberirdisch müsst ihr ein bisschen Winky Winky machen oder Stopp drücken, damit das Fahrzeug anhält. Ansonsten fahren die einfach durch und ja, da habt ihr halt Pech gehabt und müsst auf den nächsten warten. Ja, und das waren meine ganzen Tipps zum ÖPNV in Brüssel. Übrigens, natürlich, ihr könnt auch Taxi und so nutzen, aber ich finde, in Europa hier haben wir ein ziemlich gut ausgebautes ÖPNV-Netz und es ist meistens auch einfach viel günstiger. Daher beende ich auch jetzt dieses Video. Hoffe, es hat euch gefallen und euch geholfen. Wenn ihr noch mehr Hinweise, Tipps oder Tricks habt, schreibt die gerne in die Kommentare und tschüss, bis zum nächsten Mal.